Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History Project. Und auch diesmal sind wir wieder im Museum. Genau. Und zwar in Venlo. Ja, im Limburgischen Museum. An einem verregneten Tag. Schön, dass wir heute mal nicht draußen sind, sondern wir sind drin. Und auch wieder mal haben wir eine Einladung bekommen, in dieses Museum zu gehen und über die Ausstellung zu berichten. Dem kommen wir auch sehr gerne nach. Und jetzt schauen wir uns eine Ausstellung an über die Zeitgeschichte in der Region Limburgs. Also von den Neandertalen, Steinzeitmenschen bis heute. Und ich war tatsächlich schon mal vor einigen Tagen kurz drin und ich fand es eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Ja. Und das zeigen wir euch in dieser Folge. Ja. Dann kommt mal rein. Kommt mal mit. Ich darf dir die ziehen. Trecke. Stell dir vor, du stehst an einem Ort, an dem Zeit nicht in Jahren gemessen wird, sondern in Leben. Hier beginnt unsere Geschichte. Nicht mit Königen oder Burgen, sondern mit Menschen. Menschen wie du und ich. Vor Zehntausenden Jahren lebten hier Jäger und Sammler. Sie folgten den Tieren, kannten das Feuer und erzählten Geschichten am Lagerfeuer. Einer von ihnen war der Neandertaler. Stark, klug und perfekt an seine Welt angepasst. Mit der Zeit veränderte sich alles. Menschen wurden sesshaft. Sie bauten Häuser, bestellten Felder, fertigten Werkzeuge. Aus kleinen Siedlungen entstanden Dörfer. Aus Dörfern wurden Städte. Was wir heute sehen, sind keine bloßen Ausstellungsstücke. Es sind Spuren von Entscheidungen, Hoffnungen und Ideen. Jede Klinge, jeder Topf, jedes Schmuckstück erzählt von einem Leben, von Arbeit, von Familie, von Überleben. Diese Reise führt uns von der Steinzeit bis in die Zeit der Städte, von einfachen Werkzeugen bis zu komplexen Gesellschaften. Und sie zeigt uns eine einfache Wahrheit. Unsere Geschichte beginnt nicht irgendwo. Sie beginnt genau hier. Komm mit, wir gehen gemeinsam zurück. Vom Stadtmenschen zum Neandertaler. Wow. Also es ist schon auch mit dem Sound hier schon sehr, sehr cool gemacht, Leute. Also man hat wirklich das Gefühl, man ist hier in der Wildnis. So Tonscherben. Das sind tatsächlich Faustkeile und Abschläge, wo die ihre Waffen mitgebaut haben, ne? Aus Feuerstein. So haben wir hier die Neandertaler. Die haben halt Tierfelle angehabt, weil es gab halt in dieser Zeit 250.000 vor Christus noch keine Kleidung, wie wir sie heute kennen. Ne? Nee. Die haben ja verschiedenste Feuersteine. Und zwar haben die mit diesen Feuersteinen Abschläge gemacht. Die haben also quasi hier Waffen draus gefertigt. Messer, Speere und auch um Tierfelle damit zu schaben. Mhm. Weil diese Steine sind besonders hart und wenn man die abschlägt, deswegen Abschläge, werden die extrem scharf. Und das ist einfach mit der Geräuschkulisse hier und auch mit den Wandbildern echt super gemacht. Also ihr müsst ja auf jeden Fall hin, auch wenn ihr mit Kindern hier hingeht, es ist also ein super Erlebnis. Wir schwenken mal hier rein. Ja. Mit Sicherheit sehr interessant. Ja. Hier kann man sehen, interaktiv, wie das Ganze hier war mit Zeitreise. Also kann man den Kindern das wunderbar vermitteln. Wir gucken uns das nicht an, weil es sehr laut ist. Und hat man dann immer wieder die Gegenden, wie es halt
wie das Holz hier einmal ausgesehen hat vor ein paar 100.000 Jahren. Ne? So, und hier sind wir jetzt in der Ausstellung, was man an Funden hier aus dieser Gegend. Ja, so und guck mal auch hier Schädelfunde. Ne? Da kann man so ein bisschen auch so die Entwicklung sich angucken. Knochen, Versteinerungen, Mammutknochen. Ne? Boah, das sind Originale, ne? Ja, das ist alles original. Oder hier vom Neandertal, Gebrauchswerkzeug vom Neandertal. Oder Vor allem, wie groß diese Zähne da sind, ne? Ja. Muss man sich mal vorstellen, ne? Und das sieht aus wie ein Wirbel, richtig? Ja, das ist eine Wirbelsäule. Eine Wirbelsäule. Hier mal wieder die Waffen, die verschiedenen Abschläge und Speere. Wie kann man also... Ja, darum kann man mal sehen, wie das geschabt wird. Hier sieht man diesen Abschlag, ne? Und dann kann man daraus eine Waffe bauen. Die gibt es in verschiedenen Größen für die verschiedenen Handwerksutensilien halt, ne? Ja, und das kommt alles hier aus der Gegend, ne? Ja. Mit der Geräuschkulisse ist einfach cool. Hier schon etwas modernere, in Anführungszeichen. Hier kann man dann, wenn man möchte, Schubladen aufziehen. Und dann hat man hier noch Funde aus der Gegend. Von Helden, von Venlo, von Herlen. Das sind alles Funde, die Leute auf dem Feld zum Beispiel gefunden haben. Und ja, wie gesagt, man hat hier extrem viel Auswahl. Gucken, was hier unten in den untersten Schubladen ist, können wir nicht aufmachen. Verschiedenste Pfeil. Ja, hier sieht man das. Man hat vorne, ich kann man das hier sehen, in dem Pfeil einen kleinen spitzen Abschlag verbaut, der dann dafür da war, das Tier zu erlegen. Guck mal, hier hat man so Werkzeug gegenübergestellt. Ja, damit man den Kindern das auch besser zeigen kann. Ne? Ja. Ja. Ja, das ist schon interessant, ne? Hier, das ist ein Reibstein. Hier drin hat man Getreide gemahlen oder zerkleinert. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, und überleg mal, ich wohne jetzt in dieser Gegend seit über 40 Jahren und wir haben so ein tolles Museum direkt in unmittelbarer Nähe mit solchen super Exponaten. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal hier hinzufahren, Leute. Guck mal hier, die ersten Besiedlungen. Oh ja. Sowas finde ich auch, also das könnte auch noch eins meiner Hobbys werden, so Dioramen zu bauen. Ne? Ja. Das ist also schon echt toll. Hast du nicht schon genug? Ja, ich habe genug. Ich kann mich halt immer wieder für neue Dinge begeistern. Ja. Stell dir vor, du stehst am Rand der Maas, hier bei Venlo. Vor 250.000 Jahren flackert in Südlimburg schon ein Lagerfeuer. Viel später knabbern Neandertaler an Mammutknochen. Dann, als das Eis langsam weicht, ziehen moderne Menschen durch die Flussauen, folgen Rentieren und finden auf den höheren Terrassen sichere Plätze. Um 5300 vor Christus wird alles anders. Die ersten Bauern erreichen Limburg. Sie bleiben, bauen lange Holzhäuser aus Pfosten und Lehm, säen Getreide und halten Tiere. In der Bronzezeit, etwa 2000 bis 800 vor Christus, bringt das neue Metall Handel und Status. Höfe werden größer, Häuser stabiler, oft dreischiffige Pfostenbauten. Manchmal wohnen Mensch und Vieh unter einem Dach. Ab etwa 800 vor Christus beginnt die Eisenzeit. Eisenwerkzeuge, neue Felder, mehr Dörfer.
Und genau diese Spuren suchen wir heute in der Ausstellung. Hier hat man dann auch wieder interaktiv, kann man dann auf die... Hier sieht man dann genau, was da war. Und wenn man Kopfhörer anhat, dann wird man dann auch noch hören, was hier gesagt wird. So, hier kommen wir jetzt aber schon ein bisschen mehr in die Bronzezeit und was haben wir hier? Ja, das sind bronzezeitliche Funde. In Tölenbeil oder in ein, wie heißt das? Nicht Tölenbeil, es gibt noch andere. Speerspitzen, Schmuck, Armbänder, Armreifen, Haarnadeln. Das sind verschiedene Appliken. Speerspitzen. Hier hat man die verschiedenen. Ich habe hier die Nummer 7, habe ich zum Beispiel selber schon einmal gefunden, aus Bronze. Das ist ein Randleistenbeil. Tölenbeil ist hier vorne. Und hier hat man verschiedene Bronzestücke, die daraus geformt wurden. Hier ist ein Schmelzofen, wo man die Metalle damals drin geschmolzen hat und Schlackereste auch. Hier gibt es Fibeln. Ja. Das waren Gewandfibeln, das war um Gewänder oben am Hals miteinander zu verbinden, wie so eine Art Sicherheitsnadel. Gab es auch in verschiedenen Materialien, Bronze, Gold, Silber. Ja, und hier kommen wir schon in die Römerzeit. Ja. Spinnwebel, Wirtel oder was ist das hier, ne? Diese Dinger. Jetzt guck mal, 9. Spinnschiffchen. Ja. Mhm. Ja. In alter Spaten. Mhm. Altes Schwert, da guck mal. Oh, guck mal, hier haben wir keltisches Geld. Das findet man also tatsächlich sehr selten. Das sieht man in den kleinen Kreisen und diesen Schüsselchen. Also das Geld ist wie eine Schüssel geformt, deswegen Regenbogenschüsselchen genannt. Und da sieht man auch kleine Pferde oder Tiere drauf. Hier hinten rechts, der goldene, das sind Pferde. Und die sind also auch ganz, ganz wertvoll. Die sind sehr selten. Ja, und man darf nicht vergessen, das ist alles aus dieser Zeit und aus diesem Ort hier. Aus diesem Umland, Region, ja. Limburg. Ne? Ja. Terra Sigillata, das war das edle Geschirr der Römer. Und auch hier römisches Geld. Da sind Sesterzen, Dinare und auch Follis bei. Oben so ein Teil einer römischen Rüstung. Ja. Hier haben wir wieder Geld. Ja. Das sieht aus wie das, was gladiatorenmäßig sein. Ja, ein Teil von einem Rad. Hier, guck mal, Fußsohlen, Schuhsohlen. Ja, die waren mit Leder und hatten unten drunter so eine Eisennägel, damit die besseren Grip hatten. Muss man sich mal wegtun, ne? Mhm. Römische Infrastruktur. Da haben wir einen Soldaten, einen Legionär. Hier Pfahl, ein richtiger originaler Pfahl. Ja. Holzpfahl und ein Stein, auf dem irgendwas steht. Auch Sachen draufstehen. Stehen, glaube ich, verkehrt rum. Kann man hier sehen. Mal irgendwo, warte mal, gucken, was da drauf steht. Das ist ein Brückenpfeiler. Brückenpfeiler. Mhm. Ja, und so sah ein römischer Soldat aus, wenn er auf Wanderschaft war. Viele Grüße gehen raus an den Heiko. Genau. Ja, der ist ja der Spätrömer. Oder? Genau. Müsst ihr auch mal drauf schauen auf seinen Kanal, der Reenactor. Heiko zeigt also aus verschiedenen Zeitepochen. Guck mal, vom Gesicht her könnte man durchaus sagen, Heiko hat hier Pate gestanden. Ne? Ja, aber in jungen Jahren, da gucken Haare oben raus.
Ja, hier mal wieder verschiedenste Keramiken. Terra Sigillata und auch Alltagskeramik. Ja. Guck mal, Münzen. Oh ja. Schaut mal, Leute. Hier sind dann noch Bilder, wie die ausgegraben wurden. Das sind alles Follies. Also wenn man das so sieht, haben die Römer hier auch eine sehr starke Präsenz gehabt, ne? Ja, natürlich auch. Guck mal, Fendo, Romont, das sind alles römisch geprägte Städte, ne? Mhm. Hier mal Glas hatten wir damals tatsächlich in der römischen Zeit auch schon. Und man erkennt das daran, dass das Glas sehr alt ist, dass es so eine bläuliche Färbung hat. Hier gibt es auch in Gelb natürlich auch, ja. Hier sind auch ein paar Römer. Reste von einem Grabstein. Guck mal, gar nicht so unähnlich. Scheint irgendwie so ein Tischgestell zu sein. Ja. Ne? Überleg mal, ne? Und hier, Leute, seht ihr mal, wie das aussieht, wie man damals Schlüssel hatte. Das ist ein Schlüssel aus dieser Zeit. Mit dem Schlüsselbart unten dran. Hier sind wir wieder vermischt, weil das sind jetzt wieder Werkzeuge, die nicht römisch sind. Hier vorne, sowas habe ich auch mal gefunden. Und zwar das mit diesem, wo die Nummer 5 ist. Wo das in der römischen Villa gefunden wurde. Ne? Bodenfragment von einer Amphore. Wahnsinn. Ein Mühlstein. Haben wir hier unten. Also es ist schon sehr beeindruckend. Mauerfragment einer römischen Mauer. Wahnsinn, guck dir das mal an hier. Und hier mal so der Konstrukt, wie die Römer eine Brücke gebaut haben. Ist ja Wahnsinn. Guck mal, die haben wie die das gemacht haben, in den Fluss. Pfahlbauten rein. Ja. Und dann verbrettert und dann mit Eimern oder mit vielem Manpower diese Schalung ausgeschöpft, dass es halt trockengelegt wurde. Und dann haben die angefangen, die Brückenpfeiler aufzubauen. Also man muss sich das mal überlegen, das ist über 2000 Jahre her, ne? Und die teilweise stehen die Bauten ja immer noch. Ja. Und ich glaube, der römische Beton, wie war das? Das ist einer der wenigen, die auch im Nassen härtet, ne? Ja. Boah. Und gerade heute, die Brücken stehen teilweise noch und auf der 61 wird gerade eine abgerissen, die noch gar nicht so alt ist. Ja. Guckt euch das mal an hier. Das könnte doch so ein Limes-Turm gewesen sein. Das ist ein Liebeswachturm, ja. Aber ich finde das auch super gemacht mit diesen Wandbildern. Also das könnte ich mir bei mir sogar im Wohnzimmer vorstellen. Na. Das ist 70 nach Christus. Da bin ich mal gespannt, was seine Frau dazu sagt. Ich müsste ihr ein paar Goldringe hinlegen, dann wäre das wieder in Ordnung. Hier starten wir 5300 vor Christus. Und man geht dann halt hier immer weiter lang und sieht die Entwicklung der Zeit. Hier sind wir jetzt schon bei 2000 vor Christus bei den Hügelgräbern angekommen. Es geht dann weiter 700 vor Christus, wo wir dann langsam in die römische Zeit kommen. Hier sind wir jetzt 70 nach Christus, also schon römisch geprägt. Hier haben wir nochmal einen römischen Wachturm, ein Legionär davor. Den Limes müsst ihr euch unbedingt auch mal ansehen, Leute. Der ist also auch sehr, sehr interessant. Haben wir eine Folge darüber gemacht. Hier haben wir Alex und sein Bruder. Nee, in der Tat sieht der echt aus wie ein Cousin von mir. Vom Gesicht her. Ich meine, wäre das nichts für dich, die Frisur? Ich meine... Oh ja, doch, so ein bisschen, ne? Bisschen, ne? Guck mal, ein Wolf, Kettenhemd, Mittelalter.
Ja. Hier sind wir jetzt beim Beginn des Mittelalters. Genau. So 800 nach Christus. Mein Gott, das ist eine sehr frühe Phase, ne? Ja, das ist die Zeit, als Kaiser Karl der Große seine Kaiserkrone bekommt, ne? So, und hier habe ich tatsächlich, als ich hier war, mit Museumsmitarbeiterin gesprochen. Das hat man hier gefunden. Und das hier ist der Grund, warum dieses Museum entstanden ist. Man hat das hier drüber gebaut, das Museum, um dieses Bauwerk zu schützen. Und man hat bis dato gedacht, dass es römischen Ursprungs ist. Hat es aber, als das Museum dann fertig war, durch einen Experten widerlegt. Das ist halt nicht aus dieser Zeit, wie man es eingeschätzt hat, sondern tatsächlich Mittelalter. danach. Danach. Es hat halt nur Einschlüsse davon in dieses Gebäude. Das erzählte die Mitarbeiterin. Hier hinten haben wir wieder das Leben an der Maas zu dieser Zeit. Hier hat man verschiedene Keramiken eingetöpfert als Kunstobjekt. Hier haben wir sehr viele Skelette, guck mal. Oh ja, das ist ein Mensch. Und hier kann man dann wieder eine Schublade öffnen und hat dann Knochen, die man sich angucken kann. Ja, du kannst sogar mit puzzeln, du kannst sie zusammensetzen. Genau. Ja, hier hat man eine Schädeldecke, wie ein Kopf von innen aussieht. Das ist schon ganz witzig gemacht. Keramik, Kunsthandwerk. Der hätte auch nicht gedacht, dass der mal irgendwo in einer Vitrine liegt. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier ist wieder was Schönes für Kinder. Und zwar kann man hier durch Drehen der Würfel puzzeln, was gehört wozu. Ja, und das ist ganz klar, dass der Mönch hierzu gehört. Ja. Ja? Damit man den Kindern schon frühzeitig Geschichte beibringen kann. Ne? Weil die Geschichte ist echt sehr, sehr wichtig. Genau. Die verschiedenen Getreidearten, die man damals auch schon hatte. Das heißt hier Landwirtschaft, ne? Ja. Und die hatten hier offensichtlich auch mit den Normannen, sprich den Wikingern, auch ein Problem. Die sind hier auch gewesen, guck mal. Oh ja. Die Vikings, Normannen. Weshalb die Normandie ja auch Normandie heißt. Ja. Was hat man hier? Gürtelbeschläge und Münzen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe auch mal in den Süchtler Höhlen so einen Groschen gefunden, einen Mariengroschen, habe ich mir sagen lassen. Kenne mich aber nicht so gut aus. Hier sind Kämme, auch wieder diese Kreise in dem Kamm drin. Das war halt auch römisch und keltisch ganz oft vertreten, dass sie diese Kreise hatten, ne? Mhm. Diese kleinen da. Wieder ein Skelett. Hier liegt der Franz. Oh, guck mal hier, Haarnadeln. Hör mal, stell dir mal vor, in so 50, 100 Jahren geht man durch so ein Museum und dann sagen die, guck mal, da liegt der Tim. Exakt. Ne? Ich würde sagen, meine Vitrine müsste aber etwas breiter sein. Ja. Oh ja, das sind wieder Schwerter. Schwerter. Ja, es ist also Leute, das ist auf jeden Fall Also auf jeden Fall sehenswert. sehr, sehr, sehr interessant. Auch mit diesen, ich finde das immer wieder toll hier auch mit den Dioramen. Das ist jetzt hier wahrscheinlich so aus der römischen Zeit, würde ich mal sagen. Nee, danach. Danach schon. Römische Zeit war vorher auf der anderen Vitrine, das ist danach. Wir sind hier im Mittelalter. Das ist wahrscheinlich eine mittelalterliche Siedlung. Durchaus möglich, dass es vielleicht auf römischen Fundamenten gebaut ist, aber das hier scheint so schon mittelalterlich zu sein. Ja. Hier sehen wir den Friedhof auf der anderen Uferseite. Auf jeden Fall christlich geprägt, ne? Ja. Missionar, Kleine ja, Kapelle. der ist Mittelalter. Ja. Ja, Sehr schön. sehr schön. Also, was sagen wir dazu? Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist sehr empfehlenswert. Unheimlich viele Artefakte aus verschiedenen Epochen. Und vor allen Dingen, was mir hier sehr gut gefällt, ist diese Interaktion. Ne? Ja.
nicht so ein wie früher Vitrine mit irgendwas drin, Beschreibung gut ist, sondern hier hast du auch eine wirklich moderne Interaktion, gerade auch für Kinder und Jugendliche. Sehr spannend. Ja. Also, wir sind auch wieder am Ende der Folge angelangt. Und hier stehen wir vor dem römischen Limes, beziehungsweise einem Limesturm. Wie gesagt, kommt mal hier ins Limburg-Museum. Ja. Tolle Sache, ne? Das ist echt, es gibt, wie gesagt, nicht nur dieses Museum, diese Ausstellung zu sehen, die wir jetzt hier gesehen haben in dieser Folge, sondern verschiedenste, weil das ist ein Riesen-Museum, Leute. Genau. Und überhaupt nicht weit weg von der Grenze. Ich sag mal, über die Grenze sind es vielleicht 5 Kilometer und dann ist man schon in Deutschland. Ja, von uns aus ein Steinwurf, 10 Kilometer weg. Steinwurf weg. Also sollte man auf jeden Fall machen. Unheimlich viel zu sehen und vor allen Dingen diese Interaktion mit modernen Elementen, modernen Medien. Ganz toll gemacht. Und da haben selbst Kinder Spaß, glaube ich. Ja, definitiv. Wenn man jetzt sieht, wir befinden uns gerade in der Nacht des frühen, also bis hin zum frühen Morgen. Die Lichter passen sich automatisch an im Museum. Die Geräuschkulisse der Nacht ändern sich dann wieder auf das morgendliche Erwachen des Tages. Das ist echt toll gemacht heute. Also solltet ihr auf jeden Fall mal wahrnehmen. Es ist für diejenigen, die hier in dieser Region leben, auf jeden Fall ein schönes Ausflugsziel in den Ferien oder am Wochenende. Und es gibt viel zu sehen. Die Leute sind super freundlich. Ja. Das haben wir auch schon festgestellt. Und insofern, und wenn ihr dann noch Lust habt, hier rauskommt, hier gibt es gute Pommesbuden. Also auf jeden Fall hier hinkommen. Wir werden aber jetzt das Café vom Museum wahrnehmen. Genau. Und Kuchen und Kaffee umsonst genießen. Genau. Wir sind nämlich eingeladen worden. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Am Ende geht es immer um dasselbe. Zu wissen, woher wir kommen. Ob wir bei Dinosauriern anfangen, bei der Entstehung unserer Erde oder bei den ersten Menschen. Steinzeitmenschen, Neandertaler, Höhlen, Lagerfeuer. Dann Bronzezeit und Eisenzeit, als aus Ideen Werkzeuge wurden und aus Höfen ganze Siedlungen. Und später die Antike mit römischen Einflüssen und einer Welt, die auch von keltischen Kulturen geprägt war. Danach die Völkerwanderungszeit, in der sich Europa neu sortierte. Wenn du das mit Kindern machst, passiert etwas Entscheidendes. Geschichte fühlt sich plötzlich echt an, weil man sie sehen und erleben kann, nicht nur lesen. Und ganz ehrlich, danach darf auch ein Moment im Museumscafé sein. Eine heiße Schokolade, ein Cappuccino und ein Stück Limburgse Fly. Und jetzt kommt noch das Highlight hier im Limburgs Museum, der Historiskop. Du setzt dich hin und eine panoramische Projektion nimmt dich mit auf eine Reise durch 250.000 Jahre Geschichte des Gebiets zwischen Maas und Rhein. Tim zeigt euch das gleich noch im Anschluss. Wenn du wissen willst, wer du bist, schau dir an, was vor dir war. Geh ins nächste Museum, nimm jemanden mit und lass dich erinnern, dass Geschichte nicht vorbei ist, solange wir sie weitertragen. So Leute, hier konnte man noch in ein 360-Grad-Kino rein und das zeigen wir euch jetzt mal. In het dorp kruipt de tijd. Lijkt het leven stil te staan. Lijkt. Maar steeds is er een wisseling van troon. Steeds wordt het land opgedeeld. Steeds komen er nieuwe grenzen over de hoofden van gewone mensen. Also überall, wo man hier hingeht, 360 Grad Kino. Heren van Burg. Das ist also wirklich ein super Erlebnis. Und es geht um die Geschichte von Limburg von Beginn an bis heute. Meer en meer wordt vastgelegd. Het geschrevene wint aan betekenis. Bij rijke mensen. Bij mensen met gezag. So, und zu guter Letzt gehen wir jetzt zum wohlverdienten Feierabend über und sind eingeladen worden auf ein leckeres Stück Kuchen und einen Kaffee oder einen Kakao.
Und hier vorne sehen wir den Alex schon, wie er da ist, wo er den ganzen Tag drauf gewartet hat. Natuurlijk. Of Kuchen en Kaffee. Kom maar, daar arbeidt het. Ja, dankjewel.